AG-Stick oder Bloody-Stick für deinen FS, was ist sinnvoller? Zum Buffen AG und für alles andere Bloody. Also beide. Aber AG ist wichtiger. AG-Stick ist wichtiger. Diese abgehobenen Leute, die nie ihre Drops aufheben. Es ist wirklich... Es ist zum Schreien. Und dann rumheulen, wenn Inflation ist. Oh, ich habe kein Geld. Bruh. Also ich kenne legit niemanden und ich habe auch noch nie jemanden gekannt, der sich auf die Arbeit gefreut hat. Never. Also privat. Soll ja Wilds voll einfach sein mittlerweile, dass man es nur noch zu viert macht und so. Keine Ahnung. Behaupten ein paar Leute, dass das halt voll leicht ist und so. Das heißt, diese Anforderungen stellen die gar nicht, weil sie es brauchen oder weil sie es haben müssten, sondern vielmehr halt aus dem Grund, erstens Convenience halt, dass du dich nicht umgewöhnen musst oder mehr aufpassen musst, wenn mal ein schlechterer AM dabei ist oder so, sondern einfach nur, du bist halt den krassen AM gewöhnt, also wirst du immer einen krassen AM dabei haben oder nur krasse AMs, whatever. Und dann geht es ja auch noch um die Run-Zeit. Also viele wollen halt, dass sie in 2 Stunden mindestens 2 Runs schaffen. In einer Stunde meine ich. Also ein Set Power-Ups soll ein Dungeon Run sein sozusagen. 2. Dann nochmal. Und dafür brauchst du halt Leute mit sehr gutem Equipment. Also es ist nicht so, dass du die Leute brauchst für den Run, sondern das hat quasi andere Gründe. Du wirst halt indirekt zum Cashen genötigt durch solche Shouts. Ja, ist natürlich selber schuld, wenn du dich von sowas zum Cashen überreden lässt, aber... Ich kann auch sagen, letzten FEC war das auf jeden Fall anders. War zwar natürlich auch immer ein bisschen riskant, aber da war es halt wirklich so, dass viele echt glücklich waren, wenn sie einfach nur eine M gefunden haben. Klar hast du schon gefragt, was hast du so für Equipment und so. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt nicht perfekt war, hat man die Leute trotzdem mitgenommen, weil die Wahl stand, also da war es halt schon so, entweder du nimmst den M mit, der halt nur 18er Buffs hat und halt keine 200 Cast Time, oder du farmst halt einfach keinen Dungeon. Das war deine Option. Also entweder du nimmst den, so in Anführungszeichen, mittelmäßigen RM, oder du farmst halt auch nicht. Hat sich aber schon ganz schön drastisch geändert. Ich meine, klar, die Dungeons sind schon schwieriger geworden. Also Cursed ist natürlich schwerer als Nightmare. Aber wie schon gesagt, man kann ja auch kleine, also wenn es jetzt wirklich darum gehen würde, farmen oder nicht farmen, also es geht nicht quasi um, man hat die Auswahl zwischen den AMs und du hast nur eine AM zur Auswahl und der erfüllt halt nicht ganz die Bedingungen. Dann sagst du quasi, nee, ich farm lieber nicht. Das finde ich halt dann irgendwie auch wieder unlogisch. Aber so denken solche Leute halt nicht. Die rechnen halt nur in Power-Ups und so. Das ist denen wurscht wahrscheinlich. Also die farmen wahrscheinlich auch wirklich lieber nicht, als dass sie halt, wie gesagt, sich halt an den schlechten AM anpassen müssten. Oder halt, dass mit den Power-Ups sich dann nicht mehr ausgeht oder irgendwie so. Das machen die dann auch wirklich nicht. In jedem Spiel ist halt bei Flive so, manche Leute nehmen das Spiel halt ein bisschen zu ernst. Und, ja, keine Ahnung. Perfektionismus könnte man wahrscheinlich fast sagen in Flive. Perfektionistisch. Wenn du einen gewissen Plan hast, wie du was machen willst, und du kannst von diesem Plan nicht abweichen. Komme was wolle, wie zum Beispiel bei den Dungeon Runs, du kannst nicht akzeptieren, dass jemand mitkommt, der nicht deine Anforderungen erfüllt. Komme was wolle, der muss so und so viel whatever Cast-Time Buffs haben. Na gut, okay, 200 Cast-Time und 500 Int sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr so schwierig, muss man fairerweise sagen. Also so krasse Anforderungen sind es eigentlich auch gar nicht mehr. War auch vor dem letzten Update deutlich schwieriger eigentlich. Aber trotzdem, vom Prinzip her, ich meine,
Da gibt es halt keinen Spielraum bei solchen Leuten. Also entweder du hast es oder du hast es nicht. Anders kommst du da nicht mit. Fragst du dich, für was schon Wilds rennen, wenn man schon perfektes Gear hat? Geld verdienen. Geld verdienen. Und ich sag mal so, die meisten Leute haben kein perfektes Equipment. Wirklich perfektes Equipment haben nur ganz wenige. Aber ich glaube, man kann schon ganz zufrieden sein. Heute ist ja 60 Tage, ne? Ich glaube, bei 65 oder 66 habe ich angefangen mit Master. Also vor 6 Tagen, basically. Und ja, jetzt quasi in weniger als einer Woche fast die ersten 20 Level mit jedem Char gemacht. Was ja ein Drittel ist, also 65 sind es insgesamt. Und davon fast 20, also 18 mit den Leechern und 25 mit dem Elle. Also rund 20 kann man sagen. Ist nicht schlecht in einer Woche, würde ich sagen. Auch wenn das der leichte Teil ist. Wird natürlich immer schwieriger. Aber ich glaube, wenn ich mehr spielen würde, könnte ich das sogar schaffen. Also nicht alle auf Hero, aber zumindest in Elemente auf Hero. Und die anderen dann halt quasi 116 plus. Dass die dann auf Bodeng in Anführungszeichen nur noch die letzten paar Level machen müssten. Und Level up, baby, let's go. Oh nein, der Chio-Chip. Der vermaledeite Chio-Chip. Chio-Chip. Und da ist das Level Up. Play FWC. It's fun. Play Fly's Universe. It's fun. It's Fly for fun. AKA Fleef. Und Level Up. Der eine Elle hat heute gespielt wie ein Bot. Hey, wie redest du über mich?